Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Gotchi TV. Heute befassen wir uns mit einem Review oder einem Walkthrough oder einem Guide zum Tamagotchi Plus Color, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Das Tamagotchi Plus Color erschien am 22. November 2008 in Japan und war tatsächlich Bandais erstes Farb-Tamagotchi und hat natürlich damit dann einen Meilenstein gesetzt für alle zukünftigen Tamagotchi-Geräte, weil es war damals natürlich was Besonderes, weil man nur die Schwarz-Weiß-Tamas kannte und dann ein Tamagotchi mit Farbdisplay auf einmal in den Händen zu halten, war da natürlich was ganz Besonderes. Heutzutage sind die Tamagotchi Plus Color Modelle sehr, sehr selten und schwer zu finden und von den Preisen halt auch sehr utopisch. Ich hatte damals Glück. Das war mein erstes Plus Color, was ich damals gekauft habe, vor ungefähr einem Jahr. Da war es tatsächlich ein kleiner Glücksgriff, aber heutzutage, gerade in Originalverpackung und neu, findet man die Plus Color Modelle sehr, 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 sehr schwer und wenn halt nur für sehr viel Geld. Und in der Hinsicht auch ein kleiner Tipp für alle, die sich vielleicht ein neues Plus Color kaufen und es auspacken. Nutzt auf jeden Fall bitte eine Schutzfolie, weil die Displays zerkratzen hier sehr, sehr leicht und hier eignen sich insbesondere sogenannte Hydrogelfolien. Diese schmiegen sich nämlich dann um diese Wölbung und sorgen dafür, dass das Display des Tamagotchis immer kratzerfrei bleiben. Wir haben hier die Apple Watch Schutzfolien benutzt für 38 mm und die passen halt perfekt und sind genauso groß, dass man sie dann hier perfekt draufkleben kann. Ich glaube, so erhält man halt auch das Display für lange Zeit dann halt auch kratzerfrei. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal auf alle Menüpunkte von diesem Tamagotchi eingehen. Gerade weil das Tamagotchi ja auf Japanisch ist, ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, jetzt dieses Tamagotchi so ein bisschen besser kennenzulernen. Bevor wir allerdings mit dem Video anfangen, gibt es noch eine Kleinigkeit, auf die ich euch aufmerksam machen möchte. Und zwar hat ein Tama-Freund, der sich ebenfalls in der Tamagotchi-Community sehr stark engagiert, einen Discord-Server erstellt. Für alle Tamagotchi-Liebhaber, die diesem Server beitreten wollen, verlinke ich unten in der Beschreibung den Link zum Discord-Channel. Und jetzt würde ich aber sagen, fangen wir sofort an mit dem Video. So, ich habe euch jetzt mal ein klein wenig näher rangeholt und würde sagen, wir schauen uns jetzt jedes Symbol einfach mal der Reihe nach an. Am Anfang ist das bekannte Symbol der Gesundheitsmesser und dort finden wir in der ersten Reihe erstmal etwas sehr Bekanntes, und zwar die Hungry-Anzeige. Darunter die Happy-Anzeige, die anzeigt, wie glücklich euer Tamagotchi ist. Hier muss man beachten, dass die Happy-Anzeige, wenn ihr das Tamagotchi startet, noch relativ kurz ist. Die kann man aber auf diese Länge hier vergrößern, indem man hier unten liegende Happy-Symbole sammelt. Die Happy-Symbole ist ein neues System, welches im Plus Color eingeführt worden ist. Es hat nichts mit dem im ID eingeführten Tamatomo-System zu tun, sondern diese Symbole sammelt man unabhängig von dem Charakter im Laufe des Gameplays und schaltete so auch neue Sachen frei. Dazu komme ich aber dann gleich. Im zweiten Screen sehen wir einmal unsere Gotchi Points, die wir haben, und diese Glückslose. Die Glückslose erhält man bei einem Kauf im Tamadeppa Store und können dann später in einer eigenen Location eingelöst werden, um spezielle Items freizuschalten. Da komme ich aber dann gleich auch noch drauf. Und auf der dritten und letzten Seite finden wir einmal das Alter unseres Tamagotchis, das Gewicht und in welcher Generation wir uns befinden. Das ist eigentlich alles, was ihr im ersten Menüpunkt finden könnt. Im zweiten Menüpunkt bei dem Messer- und Gabelsymbol finden wir ganz klassisch Meal und Snack. Wenn wir jetzt auf Meal klicken, finden wir das, was wir aktuell in unserem Kühlschrank haben. Der Rice Ball ist das Standard und auch das Sandwich ist immer am Start. Und dann könnt ihr noch zusätzliche Sachen kaufen, die ihr im Shop erhaltet und könnt dies dem Tamagotchi dann füttern. Man muss sagen, beim Plus Color ist es tatsächlich die Besonderheit, wenn ihr einmal etwas gekauft habt, bleibt es in eurem Kühlschrank praktisch vorhanden und ihr müsst nicht jedes Mal diesen Artikel nochmal neu kaufen. Er bleibt praktisch als Endlosartikel vorhanden. Hier unten bei Snacks ist genau dasselbe. Hier findet ihr die Banane, die halt immer vorhanden ist, und genauso auch den Kaugummi, und alles weitere könnt ihr dann
im Laufe des Spiels im Store dann kaufen. Im dritten Menüpunkt finden wir die Toilette. Das ist eigentlich selbsterklärend. Sobald hier ein kleiner Haufen ist, nutzen wir dieses Symbol einfach, um den Haufen wegzumachen. Im vierten Menüsymbol, damals noch ganz neu, weil hier war eigentlich immer der Baseballschläger, ist jetzt eine Tür. Und wenn wir hier draufklicken, haben wir eine Reihe an Möglichkeiten, wo wir hingehen können, was wir machen können. Und man sieht, es sind einige Sachen und wir gehen jetzt einfach jeden einzelnen Punkt einmal durch. Im ersten Punkt befindet sich das Game Center. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir, dass es zum Game Center geht und das erinnert einfach so stark an Tama Town. Das ist einfach so schön an diesem Tama. Und wir haben 3 verschiedene Spiele. Das erste Spiel nennt sich Apples und funktioniert wie folgt. Es fallen der Reihe nach Äpfel runter, die gelb und dann rot werden und wir müssen dann halt die zum richtigen Zeitpunkt mit dem A- und B-Knopf auffangen. So, und wenn man jetzt bei den 50 angekommen ist, hat man das Spiel gewonnen und man bekommt nur 100 Gotchi Points pro gewonnenem Spiel. Das bedeutet praktisch, hier an Geld bei dem Tamagotchi zu kommen, ist unfassbar schwierig und ja, man sollte sich auf jeden Fall gut überlegen, für was man das Geld ausgibt. Das zweite Spiel ist ein Memory-Spiel. Hier muss man sich merken, welche Karte wo liegt und hier diesen Geist, den sollte man am besten nicht anklicken, sonst ist das Spiel vorbei. Ich habe mir gerade absolut gar nichts gemerkt. Das ist natürlich super. Ich glaube, das war jetzt hier oben. Genau, so. Und man sieht hier jetzt eine Zeit laufen. Man hat nur noch eine bestimmte Zeit, die Symbole jetzt umzudrehen. Und sobald die Zeit halt abgelaufen ist, ist das Spiel zu Ende. Und man bekommt dann dementsprechend die Gotchi Points, die man halt dann entsprechend der Zeit erreicht hat. Das letzte Spiel ist so ein kleines Bogenpfeil-Schießspiel, nenne ich es mal. Und man muss hier die Ballons kaputt schießen und am besten nicht diesen herunterwippenden Ballon treffen. Man hat aber pro Runde, sage ich mal, immer nur oben die vorgegebene Zeit, die oben rechts abläuft. Das Ganze ist jetzt relativ einfach. Allerdings steigert sich der Schwierigkeitsgrad. Erstmal bewegt sich der Ballon von Mal zu Mal immer ein bisschen schneller. Aber wenn man später weit genug ist, kommt noch ein zweiter Ballon eigentlich hinzu. Ich denke mal, das Spielprinzip ist klar. Das sind die 3 Spiele, mit denen ihr die Gotchi Points sammeln könnt. Das Tamagotchi Plus Color bietet nicht die Option, dass ihr irgendwelche zusätzlichen Inhalte draufladet. Das heißt, mit den 3 Spielen müsst ihr einfach Freude nehmen. Und ja, das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Tama Shop oder Tama Market, sage ich mal, wo ihr Gegenstände erwerben könnt. Essen, Snacks und sogenannte Tama-Pässe, die dafür sorgen, weitere Locations freizuschalten. In dem Falle könnt ihr hier unter anderem den gelben Pass erwerben für 900 Gotchi Points und alle weiteren Sachen halt auch. Und diverse Items benötigt ihr auch, um die vorher genannten Happy-Symbole freizuschalten. Das werde ich euch aber dann gleich auch noch in Ruhe zeigen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr hier auch den gelben Street Pass oder den gelben Pass bekommt, um halt diese Location freizuschalten. Wenn wir dann weitergehen, befindet sich dann im dritten Punkt das Reform, sage ich mal, oder die Reform-Werkstatt, wo ihr euren Hintergrund ändern könnt. Also einmal vom Living, von der Küche, vom Badezimmer, von der Dusche und vom Schlafzimmer. Und hier habt ihr 5 verschiedene Designs zur Verfügung, die je nach Ausstattung bzw. nach Optik halt dementsprechend auch kosten. Das letzte Design, was eigentlich am meisten kostet, was 3000 Gotchi Points kostet, ist gerade aktuell hier auf dem Tamagotchi drauf, wie man sieht. Das ist das Royal Theme.
Und sobald man alle 5 Räume mit diesem Royal Theme ausgestattet hat, also das heißt, man muss 15.000 Gotchi Points dafür investieren, um alle Räume in dieses Royal Theme umzuwandeln, dann bekommt man, wenn man nämlich nach draußen in den Garten geht, dieses schöne Schloss hier angezeigt. Vorher ist es nur ein normales Haus, aber wenn man alle 5 Räume mit dem Royal Theme ausgestattet hat, kriegt man hier dieses schöne Haus angezeigt. Genau, das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ihr euren Hintergrund ändern könnt. Auch hier, ihr müsst mit den Hintergründen Vorlieb nehmen, die auf dem Tama drauf sind. Das Tamagotchi lässt in keinster Weise irgendwelche zusätzlichen Inhalte zu. Im 4. Punkt, da befindet sich der Guru Park. Dort findet man zu verschiedenen Uhrzeiten gewisse NPCs oder andere Tamagotchis, die dann was Schönes einem erzählen. Es ist leider auf Japanisch, demzufolge versteht man leider nichts, es sei denn, du sprichst Japanisch, dann verstehst du es natürlich, aber in der Regel ist es leider nur nett anzusehen. Soweit ich weiß, kann man auch morgens früh in den Park gehen und da bekommt man dann gesagt, welches Wetter an dem Tag wird etc. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man in diesem Park machen kann. So, wenn wir jetzt die erste Seite abgehakt haben, gehen wir mal weiter auf die zweite Seite. Und das hier ist praktisch die Lotterie, wo ihr die eben erwähnten Lose einsetzen könnt. Ich hatte ja eben im ersten Screen gesagt, dass es hier unten solche Glückslose gibt, die ihr an bestimmten oder die ihr in dieser Lotterie hier einlösen könnt, um gewisse Items freizuschalten. Und hier fragt ihr euch, ob ihr jetzt spielen wollt, nein oder ja. Dann klickt ihr auf ja und dann dreht sich diese Glückslos-Lotterie und ihr erhaltet jetzt zum Beispiel diesen Schwamm. Der ist tatsächlich nicht selten, muss man sagen, den erhält man relativ häufig. Und dann fragt ihr euch immer so lange, bis eure Lose aufgebraucht sind. Diese Lose erhaltet ihr, wie gesagt, beim Kauf beim Tamadeppa Store oder hier bei diesem Tama Market. Wenn ihr dort etwas kauft, dann seht ihr, dass ihr dann ein Los bekommt. Und wenn man jetzt hier auf der ersten Seite guckt, habe ich jetzt nur noch 26 Lose. Genau, und in dieser Glückslotterie erhaltet ihr sehr viele Items, auch Items, die ihr braucht, um später diese Happy-Symbole hier freizuschalten, wo ich aber gleich dann noch drauf zu sprechen komme, wenn wir uns die Items angucken. Genau, das könnt ihr in dem 5. Punkt machen. Der 6. Punkt ist der Matchmaker, wo ihr das Tamagotchi verheiraten könnt, wenn es alt genug ist. Ansonsten ist die Option auch gar nicht verfügbar. Man schlägt euch jetzt hier einen Charakter vor und dann wird gefragt, ob ihr den heiraten wollt. Das lassen wir jetzt natürlich, gehen hier zurück. Aber das ist auf jeden Fall der Menüpunkt, bei dem ihr euer Tamagotchi verheiraten könnt. Der 7. Punkt ist der gelbe Pass. Den konntet ihr eben in dem Shop kaufen und wenn ihr den gekauft habt, dann kriegt ihr 2 Optionen zusätzlich freigeschaltet. Das hier ist der Freizeitpark, Amusement Park, wo euer Tamagotchi einfach eine nette Animation hat. Es hat tatsächlich keinen näheren Zweck, aber trotzdem ganz süß anzusehen. Viel interessanter ist hier der 8. Punkt und zwar wird hier nochmal zusätzlich ein Tamadeppa Store freigeschaltet mit dem gelben Pass, wo ihr dann weitere Items kaufen könnt, unter anderem den weißen Pass und den grünen Pass und halt noch zusätzliche Items, die ihr teilweise auch braucht, um diverse Symbole freizuschalten. Genau, und hier könnt ihr dann den weißen und den grünen Pass kaufen und euch dann in der nächsten Location dann immer weiter dann vorhangeln. Genau, wenn ihr den dann gekauft habt, eröffnet sich dann hier unter Punkt 9 hier für den weißen Pass eine zusätzliche Option und zwar den Tempel. Das ist etwas, ich sag mal ein bisschen wahrsagermäßig angehaucht. Ist tatsächlich eine ganz süße Sache, aber auch eigentlich nur eine schöne Animation, wo ihr dann hier angezeigt bekommt, wie die Zukunft von eurem Tamagotchi aussieht. Und entweder ist es jetzt gut oder schlecht. Und ich meine auch, dass dieses Ergebnis praktisch dann auch die Happy-Leiste beeinflusst.
Genau. Und wenn ihr den grünen Pass gekauft habt, dann eröffnet sich hier nochmal eine neue Option. Und zwar ist das so ein kleines Filmtheater, wo jetzt so eine kleine Vorstellung mit eurem Charakter angezeigt wird, was natürlich ultra süß ist. Es ist schon wirklich mega süß gemacht, das muss man schon sagen. Also die ganzen Animationen auf dem Plus Color, die sind einfach so cute. Es ist wirklich süß. Aber man muss sagen, prinzipiell fürs Gameplay bringt diese Location meiner Meinung nach nichts. Also es ist einfach nett anzusehen, aber es hat jetzt nicht, wie jetzt der gelbe Pass, irgendeinen Einfluss darauf, dass ihr, was das Gameplay angeht, irgendwie weiterkommt. Und die letzte Location, das ist das Gotchi King Castle. Diese Location wird nur freigeschaltet, wenn ihr alle Happy-Symbole gesammelt habt und euer Tamagotchi vollständig glücklich ist. Wenn diese zwei Punkte nicht gegeben sind, dann ist diese Location nicht freigeschaltet. In dem Falle ist sie aber freigeschaltet und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ihr diese Location freigeschaltet habt. So, der Gotchi King begrüßt euch praktisch im Castle und jetzt müsst ihr ein weiteres Spiel spielen, was dem Apples-Spiel so ein bisschen ähnelt. Und zwar, ihr müsst die herunterfallenden Gotchi Points auffangen und dort auch bis 50 spielen. So, und jetzt sehen wir 500 sogar. Wir bekommen 500 Gotchi Points pro gewonnenem Spiel und was bei diesem Tamagotchi dann natürlich sehr viel Geld ist für ein gewonnenes Spiel. Genau, das ist eigentlich so diese Final Location, die man freischalten kann, um das Tamagotchi, sage ich mal, durchzuspielen. Und das sind die Menüpunkte, die ihr hier unter diesem Türsymbol findet. Und ich glaube, hier hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Im nächsten Symbol befindet sich das Verbindungs-Icon. Das kennt man ja auch schon von den Connections. Im ersten Punkt sehen wir, dass man hier sich unter den Plus-Color-Modellen via Infrarot verbinden kann. Wenn man hier drauf geht und hier drauf drückt, dann versucht er natürlich eine Verbindung aufzubauen. Das schlägt jetzt natürlich fehl, weil es nicht funktioniert, weil ich kein Plus-Color-Modell gerade entgegenhalte. Aber hier kann man auf jeden Fall die Plus-Color-Modelle miteinander verbinden. Im zweiten Punkt kann man Passwörter einfügen. Es gab damals in verschiedenen Stores oder auch, ich bin mir nicht sicher, von einem Nintendo DS-Spiel, die diverse Passwörter, die man hier dann einfügen konnte und man gewisse Dinge erhalten konnte. Irgendwelche Items, Samen, Essen etc. Und hier könnt ihr dann den entsprechenden Code einfügen, um dieses Item dann freizuschalten. Und im letzten Menüpunkt befindet sich auch eine Verbindungsoption, die allerdings heutzutage komplett irrelevant ist. Die gab es damals mal in den ganzen Tamadeppa Stores, konnte man das Plus Color mit den Home Decker Stations, die es dort gab, verbinden. Da es diese nicht mehr gibt, ist die letzte Option eigentlich komplett irrelevant. In dem sechsten Symbol befindet sich unsere Medizin. Das heißt, wenn das Tamagotchi mal krank wird, Zahnschmerzen hat etc., kann man mit diesem Symbol das Tamagotchi wieder gesund pflegen. Und hier kommen wir auf unsere Itemkiste. Die Itemkiste ist in 3 Menüpunkte unterteilt. Einmal die nötigsten Items oder die täglich benötigsten Items, die Necessaries, sag ich mal, wo sich dann unter anderem Samen befinden oder Gießkanne oder einen Putzschwamm, den wir eben zum Beispiel in der Lotterie gewonnen haben, oder ein Handfächer oder Kochmaterialien, die praktisch für den täglichen Bedarf sind. Im zweiten Punkt sind die normalen Items vorhanden, die man kaufen kann, oder ein Laborkittel, eine Gitarre, all die ganzen Sachen. Und im letzten Punkt sind praktisch Special Items, die aber auch nur von bestimmten Charaktern benutzt werden können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das hier, oder gucken wir mal, das benutzt er tatsächlich schon.
aber man kann tatsächlich nicht jedes Item mit jedem Charakter nutzen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist jetzt der typische Vorführeffekt. Man muss schon wirklich sagen, diese ganzen Animationen, also Bandai hat sich damals da so eine große Mühe gegeben. Es ist einfach so cute. Genau. Und hier im ersten Punkt bei den täglichen Items oder bei den täglichen Bedarfs-Items, ich weiß nicht so ganz, wie man es nennt, befinden sich ja auch Samen und dann kann man Samen im Garten pflanzen. Und dann ist es so, man hat zuerst hier nur einen ganz kleinen Baum und man muss diesen Baum dann täglich gießen. Und das macht man dann mit der danach folgenden Kanne. Klickt hier drauf und gießt praktisch diesen Baum. Und wenn er jetzt nicht schon komplett groß wäre, würde er dann pro Tag ein Stück wachsen. Insgesamt, bis der Baum dann halt komplett fertig ist, dauert es 3 Tage. Wir können das ja mal machen. Wir pflanzen jetzt mal neue Samen. Dann wird es zum ersten Mal automatisch gegossen und dann haben wir hier einen ganz kleinen Baum. Und jetzt müssen wir natürlich daran denken, morgen auch wieder hinzugehen und die Gießkanne auszuwählen und dann zu gießen. Das bringt jetzt natürlich nichts, weil heute ist der Tag gelaufen, das ist jetzt gerade erst gepflanzt. Und wir müssen auch übermorgen daran denken, diesen Baum wieder zu gießen. Und wenn wir dann praktisch 3 Tage weiter jetzt rechnen, haben wir praktisch einen Baum. Und man weiß nie, was letztendlich bei dem Baum rauskommt, weil das immer durch Zufall entschieden wird. Es gibt einen Geldbaum, dann erhält man Geld. Es gibt einen Baum, wo man schlechterweise gar nichts erhält. Oder es gibt sogar, wie man gerade eben gesehen hat, anhand der Schlangen einen Baum, der dann einen unglücklich macht. Es gibt verschiedene Arten an Bäumen, die man hier bekommen kann, was aber halt durch Zufall passiert und man nicht beeinflussen kann. So, und ich habe ja gerade eben am Anfang gesagt, dass ich auf die Happy-Symbole noch eingehe und ich würde sagen, ich warne jetzt alle vor, dass das jetzt ein kleiner Spoiler ist, weil für diejenigen, die sagen, ich möchte gerne selber herausfinden, wie ich diese Happy-Symbole kriege, blende ich jetzt einfach hier unten mal die Minute ein, ab dem Zeitpunkt, wo ich aufhöre, darüber zu reden. Für all diejenigen, die aber vielleicht nicht weiterkommen oder das gerne wissen möchten, wie man diese Happy-Symbole kriegt, bleibt jetzt einfach dran. Ich erkläre euch jetzt jedes einzelne Symbol, wie ihr an dieses herankommt. Im ersten Symbol seht ihr einen Regenbogen und hier benötigt ihr aus der eben besagten Lotterie ein spezielles Item, was wirklich unfassbar schwierig zu kriegen ist, und zwar die sogenannte Regenbogenkanne, die ihr hier seht. Wie gesagt, ihr müsst oft zur Lotterie, ihr bekommt zum 500. Mal den Putzschwamm oder zum 500. Mal eventuell dieses Item oder das Kochset. Aber ihr benötigt diese Gießkanne. Und diese Gießkanne müsst ihr dann aber an einem speziellen Tag einsetzen. Und zwar beziehungsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zwar das Tamagotchi Plus Color ist sehr wetterbasierend. Es gibt manchmal Regen, manchmal gewittert es, manchmal sind Wolken am Himmel, manchmal ist eine ganz klare Himmel zu sehen. Und die Regenbogengießkanne muss benutzt werden, wenn man hier ganz kleine Wolken sieht. Und wenn man dann die Regenbogengießkanne benutzt, dann erscheint irgendwann mal nach etlichen Versuchen, es ist auch nicht garantiert, dass es beim ersten Versuch klappt. Ich glaube, ich habe damals 20 Mal hintereinander die Regenbogengießkanne eingesetzt, bis ich dieses Symbol bekommen habe. Dann schaltet ihr das erste Symbol frei. Wie das aussieht, blende ich euch jetzt einfach mal kurz hier oben ein. Ich habe das damals mal gefilmt und ihr seht dann, wie das Ganze aussieht. Also ihr seht jetzt gerade, jetzt wird gegossen und jetzt sieht man den Regenbogen und das entsprechende Symbol erscheint. Genau. So, machen wir mal weiter. Und zwar bei dem zweiten Symbol ist eine Sternschnuppe zu sehen und dafür benötigt ihr dieses Item hier, und zwar das Teleskop.
Und dieses Teleskop müsst ihr benutzen, wenn es draußen dunkel ist. Wenn es draußen dunkel ist und keine Wolke am Himmel zu sehen ist. Das heißt, wir brauchen jetzt hier genau das Gegensätzliche von dem, was wir bei der Regenbogengießkanne benötigen. Und zwar, wir müssen jetzt hier eine ganz klare, sternklare Nacht haben. Das heißt, am Tag geht es schon mal gar nicht. Das heißt, wir müssten dann, wenn, bis abends warten. Und es muss dann halt auch dann entsprechend der Himmel sternklar zu sehen sein. Und wenn man da dann auch einige Male dieses Item benutzt, schaltet man das zweite Symbol frei. Das dritte Symbol, das ist ein Kleeblatt. Und hier muss man auch, wie bei der Regenbogenkanne, Wolken am Himmel haben und folgendes Item besitzen. Und zwar hier diese Lupe. Und dann sucht euer Tama im Garten. Meist freut es sich dann einfach nur, aber nach auch etlichen Versuchen, das ist jedes Mal unterschiedlich, findet euer Tama dann ein vierblättriges Kleeblatt im Garten und schaltet euch dann dieses Symbol frei. Wie gesagt, auch nur bei wolkigem Himmel. Das vierte Symbol ist mit eins der einfacheren Symbole, würde ich sagen, und zwar benötigt ihr folgenden Snack, und zwar dieses blaue Eis. Dieses blaue Eis müsst ihr euer Tama immer unterschiedlich oft zu essen geben. Das kann mal sein, dass es sogar beim ersten Mal schon klappt oder beim dritten Mal oder beim 20. Mal oder beim 25. Mal. Es besagt praktisch, dass auf dem Eisstiel so eine kleine Gewinnerbotschaft drauf ist und das ist halt immer unterschiedlich und demzufolge müsst ihr diesen Snack im Tama Market kaufen und eurem Tama dann so oft zu essen geben, bis es irgendwann mal dann eine kleine Animation zeigt und euch dann dieses Symbol, dieses fünfte Symbol dann oder dieses vierte Symbol dann hier freischaltet. Das gleiche ist hier mit dem grünen Tee. Den könnt ihr dann auch im Tama Market kaufen und den müsst ihr auch eurem Tama so oft geben, bis ihr eine kleine Animation seht und ihr auch dann dieses fünfte Symbol dann freigeschaltet bekommt. Genau, dann das vorletzte Symbol, so ein kleines Herz. Das ist ein Herz aus Wolken und das seht ihr mehr oder weniger nur dann, wenn es draußen wolkig ist und ihr immer wieder mal nach draußen geht und wieder zurück und wieder nach draußen und wieder zurück und wieder nach draußen. Irgendwann seht ihr hier am Himmel so ein kleines Wolkenherz. Das ist auch durch Zufall. Das kann direkt beim ersten Mal sein, das kann aber auch 10, 20 oder 30 Versuche brauchen, bis ihr dieses Symbol freigeschaltet bekommt. Und dann das allerletzte Symbol ist praktisch ein kleines Tier, aber ich verstehe halt nicht, was das Tier so damit zu tun hat. Und zwar benötigt ihr dafür etwas zu essen. Widersprüchlich befindet sich dieses Essen aber dann tatsächlich hier drunter. Und zwar sind das diese Samen. Diese Samen müsst ihr pflanzen, dann bekommt ihr aber auch dann tatsächlich dieses Herz, dieses Happy Happy nennt sich das, in diesem Baum zum Ernten und das erscheint dann irgendwann hier, wenn ihr es geerntet habt. Und das müsst ihr dann essen und wenn ihr das gegessen habt, dann kommt hier so eine kleine Animation. Das erklärt auch, warum das Symbol ist. Ich denke mal, das ist dieses Happy Happy. So. Jetzt freut er sich natürlich ganz doll. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch irgendeine spezielle Sache kommt. Man sieht dann immer hier so Happy und dann weiß man, okay, man hat jetzt das letzte Happy-Symbol freigeschaltet. Und wie gesagt, wenn ihr alle die Happy-Symbole freigeschaltet habt und euer Tama, die Happy-Leiste wächst dann pro gesammeltem Happy-Punkt. Und wenn ihr dann alle Happy-Symbole habt und euer Tama dann auch komplett glücklich ist, schaltet ihr die letzte Location hier bei der Tür, das Gotchi King Castle, frei. Genau.
Und kleine Randinformation, wie gesagt, das Tamagotchi Plus Color ist sehr wetterabhängig und euer Tama möchte beispielsweise, wenn es draußen stürmt und gewittert, nicht nach draußen gehen. Das heißt, wenn es draußen gewittert, was auch gut und gerne mal einen ganzen Tag anhalten kann, könnt ihr mit dem Tamagotchi eigentlich nichts groß machen, außer es füttern oder es reinigen etc., aber rausspielen etc. ist dann in dem Falle nicht möglich. Ja, dann beim 8. Symbol befindet sich die Dusche. Da könnt ihr euer Tama duschen, damit es halt mit der Zeit nicht dreckig wird oder verschmutzt. Das kennen wir auch aus den weiteren Farbtamas. Nur dass dann bei den anderen Tamas das hier oben mit integriert ist. Hier unten beim Plus Color ist es ein separates Symbol. Und im vorletzten Menüpunkt befindet sich das Buch-Icon. Hier befinden sich im ersten Menüpunkt die Freunde, mit denen ihr euch verbunden habt. Und ihr seht hier den Namen und einmal euren Freundschaftsstatus, der natürlich wächst, je öfter ihr euch mit dem Tamagotchi verbindet. Das kennen wir auch schon aus den Connections. Und wenn dann dementsprechend die Bindung hoch genug ist, kann man dann auch, sofern es dann ein weibliches und ein männliches Tama ist, dann auch zusammen Kinder kriegen. Genau, in dem Falle ist es jetzt nur eins, mehr gibt es hier jetzt nicht zu sehen. Und im letzten Menüpunkt befinden sich die Tamagotchis, die es leider nicht geschafft haben, die leider verstorben sind und nicht mehr unter uns sind. Und das ist in dem Falle bei mir keine. Meine Tamas haben es sehr, sehr gut bei mir, deswegen sind da jetzt keine eingetragen, aber falls mal welche gestorben sind, sieht man diese hier unter dem letzten Menüpunkt. Ja, und das allerletzte Symbol ist das Attention Icon. Das kennt man auch aus allen anderen Tamas, aus dem P1, P2, aus den Connections, mit dem das Tamagotchi einfach zeigen möchte, dass es irgendwas möchte. Es ist Hunger oder es ist nicht glücklich, etc. Genau, das ist eigentlich all das, was es zum Plus Color zu sagen gibt. Wie gesagt, es gibt einige Sachen, die ihr mit den Passwörtern hier noch hinzufügen könnt, aber ansonsten ist das eigentlich ein sehr geschlossenes Tamagotchi, was ich aber auf der einen Seite auch nicht schlecht finde. Und vor allem, was ich auch sehr schön finde, ist einfach die Tatsache, das sieht man immer sehr gut, wenn man sich so die Anleitung anguckt, es ist halt auch noch sehr stark an die Connection-Era angepasst. Man sieht hier wirklich die ganzen Charakter, die erinnern sehr, 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 sehr stark an die Connections. Und auch wenn man zum Beispiel zum Game Center geht und dann hier das Game Center sieht, was ja 1:1 eine Abbildung aus dem Game Center vom Tamatown ist, ist es schon wirklich ein sehr, 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 sehr süßes Tamagotchi. Wie gesagt, leider heutzutage nicht mehr so gut zu finden und wenn halt nur in einem sehr, sehr gebrauchten Zustand. Aber es ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Das war es auf jeden Fall mit dem Video zum Tamagotchi Plus Color. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und vor allem, dass es euch auch ein bisschen weitergebracht habt. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas noch unklar ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Habt eine schöne Zeit und bis dann. Ciao!